Bernd Hölscher aus dem westfälischen Gronau. Bernd ist 73 Jahre, selbst fahrender Unternehmer und seit mehr als 5 Jahrzehnten als Lkw-Fahrer unterwegs. Gerade erst hat er sich einen neuen Scania S660 gekauft. Aus wirtschaftlichen Gründen muss Bernd eigentlich nicht mehr fahren. Aber sein Beruf, das ist für ihn noch echte Berufung. Und ohne die kann und will er einfach nicht leben. Ich bin 73 Jahre und möchte noch, wenn es geht, die Gesundheit mitspielt, bis 85, 90 mindestens noch fahren. Ich gehe alle 3 Monate zu meiner Hausärztin, lasse Blut abnehmen, lasse alles durchprüfen, dann weiter sofort, gleichen Tag Termine immer bei meinem Herzspezialisten bei uns zu Hause. Und die wissen beide, sobald irgendetwas sein sollte oder Anzeichen sind, werde ich sofort aufhören zu fahren. Aber solange nichts, aber auch gar nichts sichtbar ist, werde ich weiterfahren. Bernd hat tatsächlich vor, Deutschlands ältester Lkw-Fahrer zu werden, weil es der Transportbranche an beruflichem Nachwuchs mangelt und Deutschlands Lkw-Fahrer immer älter werden. Das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei knapp 50 Jahren. Und viel schlimmer noch, bereits in 4 Jahren werden rund 40% aller Lkw-Fahrer in Rente gehen. Die Überalterung der Branche hat mit der fehlenden Attraktivität des Berufes zu tun. Weil Lkw-Fahrerinnen und Fahrer fehlen, setzen inzwischen immer mehr Betriebe auf ältere Berufskraftfahrer, auch auf solche, die schon Rentner sind. Das hat damit zu tun, dass viele rein wirtschaftlich von der Rente allein nicht leben können oder einfach von diesem Beruf nicht lassen wollen. Am Heuer Autohof in Rade bei Hamburg haben wir nachgefragt, wie denken Sie über Ihr Renteneintrittsalter? Ich persönlich fahre garantiert nicht länger als bis zur Rente, weil es einfach so ein Stress und es ist so eine Vollheit auf den Straßen und Termindruck ohne Ende. Ich persönlich bin froh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen froh, wenn ich es hinter mir habe. Wenn das Spaß bringt und wenn ich noch fit bin, warum nicht? Vorstellbar wäre es für mich auf jeden Fall, außer es geht gesundheitlich nicht mehr. Dann würde ich das nicht mehr machen. Man weiß ja auch nicht, wie viel Rente man letztendlich nachher hat. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Darüber muss man auch mal nachdenken. Kann man davon leben, kann man nicht davon leben? Muss man arbeiten? Also ich würde auch noch weiterfahren mit der Rente. Das ist, also wie gesagt, das ist mein Job, mein Leben. Nach der Arbeit rentemäßig wird nicht viel da sein, deswegen muss man ja notgedrungen weiterarbeiten, um zu überleben. Es ist einfach so. Und eben halt, weil es auch Traumberuf ist. Also ich lebe für den Job, sag ich mal. Wenn er dann mehr als 65 Jahre geht oder was weiß ich, die Augen, die werden schlechter, die Gesundheit wird schlechter und dann fallen sie auf einmal um, haben Herzkasper oder was weiß der Geier. Ich finde, das ist irgendwo auch eine Gefahr für die Umgebung, sage ich mal, ganz einfach. Immer häufiger ältere Lkw-Fahrer hinter dem Lenkrad, das könnte eine Erhöhung des Unfallrisikos durch diesen Personenkreis bedeuten. Wie hier an der A1 an der Tank- und Rastanlage Ostetal in Niedersachsen, als ein 73-Jähriger die Kontrolle über seinen Lkw verliert, in die Raststätte prallt und dabei eine Gruppe Reisender erfasst. Die Bilanz: ein Todesopfer und 17 Verletzte. Was sind denn die typischen Erkrankungen, denen ältere Lkw-Fahrer grundsätzlich ausgesetzt sind? Gerade durch die sitzende Tätigkeit und den Bewegungsmangel sehen wir so häufig ein zunehmendes Übergewicht im Laufe der Jahre. Und Übergewicht wird auch als ein Risikofaktor mittlerweile gesehen für zum Beispiel Bluthochdruck, für Zuckerkrankheit und auch für das Schlafapnoe-Syndrom, eine schlafbezogene Atemstörung, die dazu führen kann, dass wir tagsüber uns nicht wach halten können und einschlafen, ohne es kontrollieren zu können. Es ist schon lange bekannt, dass dies typische Krankheitsbilder von Berufskraftfahrern sind. Grundsätzlich müssen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sich alle 5 Jahre einer ärztlichen Untersuchung zur Verlängerung der Fahrerlaubnis stellen. Wie sich aber vor allem bei älteren Fahrern zwischen diesen Untersuchungen die Gesundheit entwickelt, wissen meistens nur die Betroffenen. Denn über Krankheiten spricht niemand gerne.
Solche Signale werden oft wahrgenommen, aber führen dennoch nicht immer dazu, dass man das auch umsetzt, in dem Sinne, dass man eine ärztliche Abklärung anstrebt und dann vielleicht schon frühzeitig eine Behandlung einleitet. Oftmals hofft man, dass solche beginnenden Symptome von alleine wieder verschwinden werden, wartet zunächst einmal ab und während dieses Abwartens passiert ein interessantes Phänomen in unserem Kopf. Wir sehen es irgendwann als Normalität an und akzeptieren, dass unser Körper sich verändert hat und hinterfragen es nicht weiter. Es ist schwierig, Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer in Altersklassen zu kategorisieren. Hintergrund ist nach Expertenmeinung ganz einfach, dass jeder Mensch einzigartig ist und damit eben auch sein gesundheitlicher Zustand bzw. das Maß, in welchem Umfang er den Belastungen des Lkw-Fahrens tatsächlich dauerhaft standhält. Aber es gibt grundsätzliche Feststellungen. Ab ungefähr dem 65. Lebensjahr bemerken wir eine Häufung, statistisch gesehen, was wir auch in der Forschung nachgewiesen haben, dass die Unfallzahlen nach oben gehen bei älteren Lkw-Fahrern. Es hängt einerseits mit der Dunkeladaption zusammen, das heißt Fahrten bei Nacht, dem Schätzen von Abständen und Geschwindigkeiten beim Einfädeln, beispielsweise auf der Autobahn, und in komplexen Verkehrssituationen, Abbiegevorgänge beispielsweise mit Gegenverkehr, sind da die Hauptunfallursachen. Bernd Hölscher kann gut damit leben, dass man ihn ein wenig für verrückt hält. Denn er hält sich selbst auch ein bisschen dafür, weil er sich über weite Teile seines Lebens so stark mit der Lkw-Fahrerei identifiziert hat. Aber wie reagiert das soziale Umfeld des 73-Jährigen, der Deutschlands ältester Lkw-Fahrer werden will, denn auf so ein Verhalten? Dass ich mir diesen LKW jetzt noch gekauft habe, wird der letzte sein, der hat mir jetzt nagelneu geholt. Da hat meine Frau auch gesagt, warum machst du das, spinnst du? Ich weiß aber eins, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich zu Hause kaputt gehen. Deutliche Worte eines ehrlichen Menschen, der weiß, dass mit dem Alter nicht alles besser, sondern vor allem anders wird. Mehr über das Thema ältere Lkw-Fahrer in einer der kommenden Ausgaben von Eurotransport TV.